Hast du auch manchmal das Gefühl, dass alle von Agilität reden, aber jeder etwas anderes meint? Oder fragst du dich, warum eigentlich jeder und alles in der Welt agil sein will? Oder aber hast du das Gefühl, dass Agilität ein Buzzword ist, mit dem sich viele Unternehmen schmücken wollen? Also, was hat es nun wirklich mit der Agilität auf sich? Und was genau bedeutet es, agil zu sein und warum braucht es das überhaupt? Das Gabler Wirtschaftslexikon definiert Agilität als die Gewandtheit, Wendigkeit oder Beweglichkeit von Organisationen. Das Wort Agilität oder auch das Adjektiv agil sein kommt aber aus dem Lateinischen. Es heißt so viel wie zu schnellen Bewegungen und Handlungen fähig sein. Und damit ist nicht nur eine körperliche, sondern auch eine geistige Wandlungsfähigkeit gemeint. Agilität ist also in erster Linie keine Methode, Einstellung oder Unternehmenskultur, sondern ein Zustand, der auch das Ergebnis von langer Arbeit sein kann. Doch dazu kommen wir später. Verglichen mit Läufern im Sport ist Agilität kein Sprinter, der auf gerader Linie schnellstmöglich ans Ziel kommt, sondern eher ein Crossläufer, der wendig ist und sich schnell an seine Umgebung anpasst. Angewendet auf Unternehmen sind diese also agil, wenn sie schnell auf Veränderungen reagieren können. Das klingt erstmal recht einfach, doch meistens stehen der Agilität Bürokratie, Konservatismus, Hierarchien und lange Dienstwege im Weg. Um davon wegzukommen, haben Jeff Sutherland und Ken Schwaber mit 15 weiteren Personen in dem Manifest für agile Softwareentwicklung 4 Leitsätze und 12 Prinzipien aufgestellt. Deren Umsetzung soll Agilität in der Softwareentwicklung fördern. Auf diese gehen wir in einem späteren Video ein. Doch was genau bewirkt Agilität? Um darauf einzugehen, müssen wir zunächst die Begriffe Effizienz und Effektivität trennen. Denn diese Begriffe werden oft im selben Kontext verwendet. Dabei bedingen sie aber einen anderen Fokus. Bei der Effizienz geht es grundsätzlich um das Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag. Effizienz klärt daher, wie schnell oder ökonomisch Aufgaben erledigt werden. Effektivität hingegen klärt, ob eine Handlung auf das Ziel einzahlt. Dabei ist der Aufwand erstmal nebensächlich, denn es steht das Ziel selbst im Fokus. Zusammenfassend konzentriert sich die Effizienz auf das, wie wir die Dinge erledigen, und die Effektivität auf das, was wir überhaupt bewirken wollen. Methoden, Vorgehens- oder Denkweisen aus dem agilen Umfeld erhöhen, wenn richtig angewendet, die Effektivität. Es werden also die richtigen Dinge gemacht. Als positiver Nebeneffekt hat sich bewiesen, dass dies wiederum dafür sorgt, dass weniger Ressourcen verschwendet werden. Oder anders ausgedrückt, es können mit dem bisherigen Aufwand bessere und zum sich verändernden Umfeld passendere Dinge produziert werden. Nun zurück zur Agilität. Warum ist es oft hilfreich, agil zu sein? Nie wieder wird sich die Welt so langsam verändern wie heute. Schau dir die Smartphones, Streamingdienste, autonomes Fahren, Gentechnik und so weiter an. Da sich unsere Umwelt immer schneller verändert, müssen wir uns auch dieser immer schneller anpassen. Wenn wir das schaffen, können wir die Veränderungen positiv nutzen. Denn für Unternehmen gilt wie für alle Lebewesen der Darwinismus, Survival of the Fittest. Daher kann die Frage nach dem Grad der Agilität auch schnell zu einer Existenzfrage werden. Und wenn du jetzt sagst, dein Umfeld verändert sich gerade nicht, dann überleg dir doch mal, wie es in 5 oder 10 Jahren aussieht. Es ist also ein Paradigmen-Shift notwendig, um in einem komplexen Umfeld nicht den Fokus zu verlieren. Von Predict and Control hin zu Probe, Sense, Respond. Die Welt auf mittel- bis langfristige Sicht vorherzusagen und mit starken Hierarchien sowie Bürokratie den Lauf der Dinge zu kontrollieren, also Predict and Control, funktioniert nicht mehr. Stattdessen müssen wir uns ausprobieren, aufmerksam beobachten, wie sich die Dinge um uns herum verändern und entsprechend reagieren, also Probe, Sense, Respond. Der Weg hin zur Agilität ist kein leichter. Süßigkeiten, Sofaecken und bunte Post-its sind zwar sicherlich schön und an vielen Stellen auch hilfreich, eine Garantie für erfolgreiche Agilität sind sie aber keineswegs. Dazu braucht es viel Mut, Arbeit, Selbstdisziplin und vor allem Transparenz und den Willen, agil zu werden. Es gibt viele Projektmanagement-Methoden, die das Ziel haben, agil zu sein. Das ist verständlich, da es per Definition der Agilität nicht nur einen starren Weg gibt. Zentral ist in diesen Methoden jedoch die Eigenverantwortung der Teams. Die Teams müssen selbstständig arbeiten und entscheiden können. Dies ist wichtig, um schnell reagieren zu können. Da die Teams direkt an der Quelle und dem Kunden sitzen, haben sie die nötigen Informationen, um am besten zu entscheiden und sich schnell Feedback zu holen. Oft fallen in Verbindung mit Agilität auch die Wörter wie Selbstorganisation und flache Hierarchien. Neben den 4 Leitsätzen aus dem agilen Manifest fördern auch diese Agilität. Du hast Ideen, Anregungen, Feedback oder Themenwünsche? Dann schreib es in die Kommentare. Hat dir das Video gefallen? Dann lass mir doch einen Like da und abonniere meinen Kanal.